Grüß euch! Wir dann heute, wie man schwer erkennen kann, silieren. Also den Ladewagen einführen. Ich habe gerade, was ist das jetzt die dritte Fuhr? Ich gleich mal seitlich einen Stopfer. Ist schon drinnen. Wir haben ja einen uralten Mengele Ladewagen. Aber ist wurscht, er hat Messer drin, er schneidet. Wir haben da ein Siliermittelzusatz haben wir dabei. Funktioniert alles, läuft alles. Ja, fahren wir wieder mit 6,430er. Wie man nach hinten schon sieht, das Wetter ist schon, ja, die Nachrichten sagen schon, dass es immer wieder gewitterig wird. Wir haben heute übrigens den 16. Mai, erster Schnitt. Für normal hat es selten was ins Vorsilo beim ersten Schnitt reingegeben. Früher war überhaupt noch Mais, mittlerweile ist es halt schon klarerweise ein bisschen anders. Die Scheiben wie immer voll träg. Aber es staubt das ja, vielleicht können wir den noch mehr aufmachen oder vielleicht sieht man es dann noch einmal. Nein, schon wieder so ein scheiß Schuppen. Jo, was kann man sonst so sagen? Ich schalte halt über Sicherheitshalber aus, das ist quasi für Siliermittel. Und weil der Chef gesagt hat, dass der Schalter hier und da hängt, jetzt schalte ich lieber aus. Ja, für normalerweise, ich fahre ja bei meinem Lohnunternehmerchef eigentlich immer mit einer Presse. Für mich ist das heute einmal voll ungewohnt wieder, dass ich mal wieder mit dem Gerät fahre. Also, mal nochmal zur Info. Angestellt bin ich bei einem Lohnunternehmer, wir haben Pressen, Mischstreu etc. Ladewagen eigentlich nicht. Und das, wo ich da halt befahre mit Hier und sonst was, das ist eigentlich mein allerbester Freund. Und auch mehr oder weniger mein Nachbar. Und da helfe ich halt mit, wo ich kann. Und ja, dafür, wie man schon oder bald einmal sehen wird, da kann man die Sachen auch bei ihm ausleichen und gegenseitig wird halt ausgeholfen, wo man nicht mehr kann. Ja, mittlerweile ist es schon Fertigkeit gewesen. Heigen tut heute von meinem Spätzl die Frau, also einmal gesagt Juniorchefin. Die tut heute heigen mit dem Johnny mit 5820er und mit dem ja, letztes Jahr gerückt Glasschloder. Genau. Ja, wir haben da unser Bedienterminal. Latschen einfach eigentlich, einschalten, ausschalten. Wir sind jetzt da rechts oben auf Laden. Das heißt, sobald da oben in der Mitte die da oben, die rote Lampe in den geht, fährt er automatisch nach hinten, sieht man es gleich. Moment. Ja, oder nicht. Ja, jedenfalls, das geht dann alles automatisch. Herunten dann entladen, geht der Deckel auf, schalten Sie die Walzen ein, fahren mit Rutschboden, da sieht man die ganz gute Geschwindigkeit. Und zum Schluss, wenn er hübsch leer ist, kann man dann auf Raster, dass er schneller leer wird. Also, wie gesagt, watschen einfach, uralt, aber es funktioniert, das ist die Hauptsache. Da drüben, ich weiß nicht, ich kenne mich mit den Knopfen nicht aus, kann man da zoomen auch irgendwie oder eh nicht, ich keine Ahnung. Jedenfalls da drüben, ich filme es euch dann halt 4 fährt quasi die Chefin. Ja, fahren tue ich nur so mit, weiß nicht, was sind es, knapp 500 Topfenumdrehungen. Jetzt hat er gerade nach hinten geschoben. Das ist halt alles so Sinn gemacht. Ich kann den einfach aufmachen, damit es wieder laut. Jo, so ist es. Jetzt schiebt er wieder. Jawohl, jetzt werden wir der Rebbald mal wieder voll sein. Schauen wir mal, wie viel das noch reingeht. Vielleicht sieht man einen Spiegel wegen Sparen. Jetzt ein Ladewagen. Jo, ansonsten, ich werde das Video jetzt noch mal vor dem Mais bauen. Also
vor dem Gülleführen auf den Maisacker rein da. Aber mittlerweile natürlich der Mais ist schon angebaut, wächst und gedeiht, so wie es sein soll. Genau. Da gibt es dann noch mal ein Video vom Gülleführen. Weil da haben wir letztes Mal nämlich dann das große Fassel gehabt mit dem Traktor. Da sind auch ein paar witzige Szenen entstanden, so mit Willi bergauf und so Geschichten. Jo. So, jetzt werden wir dann glaube ich gleich voll sein. Schauen wir mal. Schiebt er wieder? Ah, sagt er noch nicht. Jo. Jetzt sagt er, wir sind voll. Stopp, blinkt. Jetzt schauen wir, ja, das wird sich nicht ganz ausgehen. Ich will noch über den fahren, noch hübsch schauen. Sobald ich aushebe, quasi schaltet sich Begann aus. Wir drücken auf Stopp. Sagt, wir sind voll. Wir schalten sicherheitshalber oben eben wieder aus, dass man ja nicht auf der Straße irgendwo was verbrichelt. So, Zapfen ausschalten nicht vergessen. Und jetzt haben wir da so ein Stutz über, aber gut, das ist einmal so. Aber bevor ich irgendwas dran und bricht, ich hole mir dann noch einmal. So, dann fahren wir wieder ab nach Hause. Ja, wir haben vom Betrieb, weiß nicht, also da halt mit oben wo ich. Der Betrieb ist da links hinten. Der Sand ist, keine Ahnung, Kilometer oder was. Erst haben wir schon gleich einen Zwischenfall gehabt, ist die Sicherung eingegangen, weil wir den Ladewagen muss quasi das Licht aufgeladen haben und dann durch das kriegt das Kastel an Strom. Ja, Autofahrer. Da haben wir die Chefin, brav am Heigen. Aber grinst. Jo. Melde mich dann, wenn wir daheim sind, mein Ohren. Jo, jetzt sind wir schon wieder am Hof angekommen. Da war alles eingeschaltet auf am Schoner braucht man. Seniorchef jagt mit Hofzack. Ja, naja, auch so. Die natürlich wieder mit dem schönen Auto da. So. Seniorchef nicht direkt einstauben. Wir telefonieren über den Anlohner, werden wir es einfach leichter dann. Jetzt rennt bei mir wieder Bus im Hintergrund. So. Hä? Achso, der schreibt gerade den Jungen rein. Welche Seiten müsstest du denn? Links, oder? Links. Das linke links schaffen wir. Ja. Verdichten tut er mit dem Teil, bzw. mit der Firmensitzung mit der Silberwalzen. Ja. So, schieben wir noch ein wenig zurück da. Nicht anfahren, das ist wichtiger. Ich fahre mit A1 das langsamste, was geht. Jo. Jetzt warten wir schon, bis wir so weit sind. So, Zapfen ein, dann entladen. Jetzt müssen Sie dann ein paar Lichter einschalten. Jawohl, das soll es sein, wir geben ein bisschen Gas. Und dann warten wir auf die Kommandos von da hinten. Hörst du mich noch? Hallo? Irgendwie spinnen unsere Headsets. Das Radio ist eingeschaltet. Servus. Was Zeugs? Oder meins, was von den zwei? Achso.
war natürlich der Schufel so traktet fest, weil dann braucht man nicht mit der Kupplung fahren. Aber drüber so bei den 2 Füßen, ne? Oder so. Also wir fahren jetzt quasi gerade mit Kratzbodengeschwindigkeit 4. Dann danach, wenn man dann leerer wird, dann können wir eh aufschalten. So irgendwie. Oh, noch fleißig am Handy von anderen haben wir da jetzt echt so gehört, das mit Tackerobel. Ich muss einmal rausfinden, wie man mit dem Ding zoomen kann. Aber für das ist noch ein wenig zu viel. Bin ich nicht schnell. Ja, perfekt ist aber relativ. Genau, was ich nur vergessen habe, zuerst waren wir quasi da auf der Pickup, jetzt sind wir auf der Knittdeichsel zum Straßenfahren, dass er weg mitschwimmt. Und da vorne, weil es dann so gar oben geht, da muss ich sowieso mitheben, weil sonst der mal aufsitzt. Ja, ich finde, das jetzt gut passt, glaube ich. Aber das ganze Ding ist jetzt für heute gerechnet, oder? Der ganze Behälter ist für heute als ein ganze gerechnet, oder? Reichen, ja, dann richte ich wieder noch, passt. Jo. Gehen wir mal Kratzbodenstufe 5. Jetzt dürfen wir nicht mehr so die Menge annehmen damit. Was sagst du? Okay. Na gut. Ja, was? Mach. So, jetzt sehen wir ein bisschen weg, damit wir nicht aufsitzen werden. Und gleich so lang. Schalten wir mal auf Hosen. Und rechts ist nicht mehr drin, jetzt sieht schon die zweite Wurzel. Jo. Gut so. Das war jetzt mal ein Ladewagen. Vielleicht nehme ich da noch einmal mit. Man sieht's. So, noch ein kleiner Zwischenbericht. Das Wetter schaut immer noch nicht so machtig aus. Es wird immer bläder und bläder. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich sage mal bei der 15. Fuhr. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber ungefähr mal. Prinzipiell funktioniert alles, läuft alles. Schauen wir oder hoffen wir, dass wir es noch rechtzeitig reinbringen. Oh mein Gott, bremsen. Oh, mal Utzler, da haben wir wieder einen Haufen hinter, aber es tut ja nichts, geht fest. So, das ist näher. Ja, wir silieren jetzt quasi zwischendurch einen Glei dazu. Also das ist jetzt eine feldvolle Glei-Mischung. Irgendwie sowas glaube ich halt. Dass man wegen einer Mischung im Silo zusammenbringen, dass halt unten nicht der Gras ist und oben nicht der Glei oder was. Weil da unten ein bisschen was runter und nach hinten eben auch, wo Jonas Chef jetzt zuerst noch gehackt hat. Aber schauen wir, jetzt führen wir wieder vor Glei auf. Dann werde ich mir das dann unten zusammensammeln und daheim haben wir dann einen guten Hektar, was auch noch nur Glei ist oder Feldfutter halt. Aber das gibt gescheit aus, da bin ich zuerst nicht einmal, das sind 2 Flecken, da bin ich beim halben Hektar Fleck oder was nicht einmal 2 Mal rangekommen, weit nicht. Also das gibt gewaltig aus. Jo. Schauen wir mal. Wie gesagt, wenn was explodiert, bricht oder sonst was, dann melden wir wieder. Bis zum nächsten Mal ansonsten, ne? Jetzt bin ich wieder auch nochmal. Manfred gerade am Ziel mit dem 975er mit dem Zielverteiler. Ich bin jetzt daheim, ich habe jetzt da noch so ein Batzel und da oben auch noch so ein Stück. Wie man sieht, das wird immer dunkler und dunkler. Mit zwischendurch hat es einmal kurz ein bisschen geregnet. Da hat es wieder so schwach, wenn wir langsamer fahren.
Ich meine, ich muss die Scheiben machen. Nein, sieht man, glaube ich halt. Zumindest auf der GoPro sieht man halbwegs was. Wow, da wirkt's. Da wirkt's hier im Traktor. Ja, solange man keinen Stopfen nicht mehr zusammenbringen, ja, ist alles gut. Der Silo wird halbwegs voll, eigentlich wollte man noch nicht halb voll machen. Und weil dann noch der Mais drauf kommt. Jo, schauen wir mal, was wie das noch wird. Aber geht eh noch zusammen. Ne? Gerade wenn man dann noch Mais wieder drauf tut und mit den schweren Geräten drüber fährt. Jetzt haben die Unterlenker wieder aufgeschoben. Das ist auch eine wenig Schwierigkeit. Die Zeilen schon so groß sind. Jo, dann hoffen wir, dass wir es noch gewinnen. Das Rennen gegen wieder. Aber jetzt, ja, was wird es noch sein? 5 Ladewagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da liegt nämlich schon halbwegs viel. Vielleicht sage ich es dem Manfred, er soll euch da nochmal irgendwo aufstellen. Da geht es nochmal irgendwie von außen zuschauen oder so. Nee,